Mit dem Konzept EQT gibt Mercedes-Benz Vans einen konkreten Ausblick auf das erste Premium-Fahrzeug für Familien- und freizeitorientierte Privatkunden im Small-Van-Segment. Die T-Klasse und ihre vollelektrische Variante, die noch in diesem Jahr gelauncht werden soll. Alle aktuellen Infos, die man zu dem elektrischen Van haben kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Ausgewogene Proportionen und sinnliche Flächengestaltung sollen das Design kennzeichnen. Das Konzept EQT ist 4,94 Meter lang, 1,86 Meter breit und 1,92 Meter hoch. Die charakteristische Black Panel Front mit LED-Frontscheinwerfern fließt nahtlos aus der Motorhaube und erstrahlt mit einem Sternenpattern. Die Sterne mit 3D-Effekt ziehen sich in unterschiedlicher Größe von der Front über die 21 Zoll großen glanzgedrehten Leichtmetallräder und das Panoramadach bis zum E-Longboard im Heck. Hinzu kommt ein Leuchtband, das die LED-Scheinwerfer sowie die LED-Heckleuchten miteinander verbindet. Im Innenraum sind die Sitze mit weißem Nappa-Leder bezogen. Die Applikationen aus geflochtenem Leder am Sitzspiegel bestehen aus eingearbeitetem recyceltem Leder. Ein, nun ja, besonderer Blickfang im Interieur ist das Infotainment. Dazu komme ich aber gleich. Das Oberteil ist als Flügelprofil geformt und verschmilzt mit dem Kombi-Instrument. Oberhalb des Kombi-Instruments befindet sich ein halbgeschlossenes Ablagefach für den Zugriff auf wichtige Utensilien oder Dokumente. Zusätzlich unterstreichen runde Lüftungsdüsen in Hochglanzschwarz, galvanisierte Zierteile und das Multifunktionslenkrad mit Touch-Control-Buttons die moderne Anmutung. Ein Ambientelicht rundet die Designsprache ab. Der EQT verfügt auf beiden Seiten über weit öffnende Schiebetüren, damit die beiden Einzelsitze in der dritten Reihe bequem zu erreichen sind. In der zweiten Sitzreihe lassen sich 3 Kindersitze nebeneinander montieren. Ein Panoramadach mit aufgelasertem Sternenhimmel sorgt für einen lichtdurchfluteten Innenraum. Durch seine elegante Flaschenform, die von vorne nach hinten schmaler wird, entsteht zudem optische Länge. Das steile Heck mit aufrechter Heckklappe und Fenster ermöglicht zudem einen besonders geräumigen Laderaum. Wer mehr Platz braucht, kann die Sitze in der dritten Reihe umklappen oder entfernen. So finden Kinderwagen, Hundetransportbox oder anderes Freizeitequipment ausreichend Platz. Das Raumangebot und die Variabilität für Familien- und Freizeitaktive mit viel Gepäck oder Sportequipment verdeutlicht das Konzeptfahrzeug mit einer überraschenden Lösung: einem im Laderaum integrierten elektrischen Longboard. Es befindet sich in einem doppelten Boden unter dem Deckel aus Plexiglas, der in einem Aluminiumrahmen eingefasst ist und eben mit dem Laderaumboden abschließt. Das ebenfalls aus Aluminium gefertigte elektrische Longboard wirkt dank Sternenpattern ziemlich edel, aber bei aller Edeligkeit, sowas wird natürlich, wenn überhaupt, aufpreispflichtig sein. Zwischendrin stelle ich euch meinen Kooperationspartner Smartificate vor, denn mit einem Klick auf den Link in der Beschreibungsbox sichert ihr euch 300 € jedes Jahr für euer Elektroauto. Also schlagt zu und weiter geht's. Zum Elektroantrieb des EQT hüllt sich Mercedes noch in Schweigen. Da der EQT aber auf Renault-Basis stehen wird, lässt sich nur vermuten, dass er über ähnliche technische Daten verfügen wird. Der Kangoo Rapid E-Tech Electric hat einen 44 Kilowattstunden großen Akku im Unterboden und einen E-Motor mit 75 kW Leistung auf der Vorderachse. Jener schafft 265 WLTP-Kilometer, was hinsichtlich des E-Vans von Mercedes nicht allzu viel wäre. Hoffen wir mal, dass das für den EQT reichweitentechnisch noch besser ausfallen wird. Mit dem Infotainment-System MBUX bringt Mercedes-Benz das Bedien- und Anzeigekonzept in das Segment der Small Vans. Das System lässt sich über das freistehende Zentraldisplay mit Touchfunktion, die Touch-Control-Buttons am Lenkrad und optional über den Sprachassistenten Hey Mercedes bedienen. Neu ist seine Lernfähigkeit dank künstlicher Intelligenz. So kann MBUX zum Beispiel dank Vorhersagefunktionen antizipieren, was der Fahrer als nächstes machen möchte. Wer beispielsweise häufig freitags auf dem Nachhauseweg mit einer bestimmten Person telefoniert, bekommt an diesem Wochentag deren Telefonnummer auf dem Display vorgeschlagen. Zu den weiteren Umfängen in Verbindung mit Mercedes Me Connect zählen Live-Traffic-Informationen und Over-the-Air-Updates. Im Display des Infotainment-Systems befindet sich im Hauptmenü eine EQ-Kachel als zentraler Zugriffspunkt zu den spezifischen Anzeigen und Einstellungen. Dazu gehören unter anderem Ladestrom, Abfahrtzeit, Energiefluss und Verbrauchshistogramm. Darüber hinaus lassen sich über das Media-Display auch die Navigation und Fahrprogramme bedienen. In Verbindung mit Mercedes Me Connect werden auch EV-spezifische Navigationsdienste und Funktionen angeboten werden, wie beispielsweise die Anzeige von Ladestationen, die elektrische Reichweite und optimierte Routenplanung unter Berücksichtigung des Ladestands, Wetter oder die Verkehrssituation.
Was mich aber doch sehr wundert ist, dass das Display im EQT aussieht wie ein Navi aus 2012 und es wirkt doch recht klein im Vergleich mit dem Rest der Frontkonsole. Was denkt man sich bei sowas? In der heutigen Zeit, in der man viele verschiedene Apps und Systeme bedienen kann und will, braucht man schon fast eine Lupe, um was auf dem Display erkennen zu können. Auch die analogen Instrumente sind mehr als nur unzeitgemäß. Da können andere Designelemente noch so schön sein, aber das zieht den EQT wirklich runter. Aber vielleicht irre ich mich auch und das ist genau das, was die Leute wollen angesichts übergroßer Bediendisplays. Schreibt mir eure Meinung gern in die Kommentare. Mit der Ambition 2039 verfolgt Mercedes-Benz das Ziel, bis 2039 eine CO2-neutrale Fahrzeugflotte anzubieten, die keine relevanten Auswirkungen auf die innerstädtische Luftqualität haben wird. Bereits bis Ende dieses Jahres möchte Mercedes-Benz in allen Segmenten, in denen die Marke vertreten ist, batterieelektrische Fahrzeuge anbieten. Ab 2025 sollen demnach alle neuen Fahrzeugarchitekturen ausschließlich elektrisch sein. Kunden werden dann für jedes Modell eine vollelektrische Alternative zur Auswahl haben. Mit dem sich noch in der Entwicklung befindlichen künftigen EQT will Mercedes-Benz nach E-Vito, E-Sprinter, EQV und dem kommenden E-Citan in allen Van-Kategorien eine elektrische Alternative für gewerbliche und private Kunden anbieten, vom Small Van bis zum Large Van. Der Mercedes EQT greift also den Markt für Familientransporter an, aber wie findet ihr den Family Van in elektrisch? Sagt es mir unter dem Video. Vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Videos zu liken. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.